Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch einen super cremigen und sehr einfach zu machenden Cheesecake bzw. Käsekuchen ohne Boden. Ich habe den Kuchen in einer 18 cm Backform gebacken. Für eine 24 bzw. 26 cm Backform müsst ihr die Mengenangaben einfach nur verdoppeln. Bevor ich mit der Zubereitung beginne, lege ich die Backform mit Backpapier aus. Das geht am einfachsten, wenn man das Backpapier zerknüllt. Als nächstes heize ich den Backofen auf 210 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den Käsekuchen nehme ich zuerst 500 Gramm zimmerwarmen Frischkäse und rühre ihn mit einem Schneebesen möglichst glatt. Dann gebe ich 200 Gramm Puderzucker, 3 mittelgroße Eier, 1 Teelöffel Vanille, 1 Esslöffel Puddingpulver, 1 Esslöffel Speisestärke und etwas Zitronenabrieb hinzu und rühre die Zutaten gründlich durch. Zum Schluss mische ich den Teig noch mit 230 Gramm Schlagsahne. Um eventuell vorhandene Klümpchen aufzulösen, streiche ich den Teig noch durch ein Sieb. Wer möchte, kann diesen Schritt aber auch überspringen. Jetzt streiche ich die Oberfläche noch etwas glatt und klopfe die Backform vorsichtig ein paar Mal auf den Tisch, damit die Luftblasen entweichen können. Und dann kann der Käsekuchen auch schon gebacken werden. Je nachdem wie weich er werden soll, könnt ihr ihn 40 bis 45 Minuten backen. Ich habe ihn nach ungefähr 50 Minuten aus dem Ofen geholt. Da war der Kuchen in der Mitte noch recht weich und wackelig, aber nach einer Ruhezeit von etwa 24 Stunden ist der Kuchen deutlich fester geworden. Wenn ihr den Kern sehr weich haben wollt, dann solltet ihr den Kuchen ungefähr 40 Minuten backen und nur etwa 3 bis 4 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Dieser Käsekuchen schmeckt wirklich sehr, sehr lecker, ist super cremig und sehr einfach zuzubereiten. Ihr könnt ihn pur oder mit etwas Schokoladensauce servieren.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!